Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Da bin ich wieder, ihr süßen Mäuse, nach wieder 4-wöchiger Pause. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Sommer war für mich schon wieder so ein bisschen durchwachsen. Aber ich drehe auch gerade einen Vlog und dort werde ich euch erzählen, ja, warum so wenig von mir kam, wie es mir geht, was gerade los ist, etc. Und heute habe ich für euch aber ein Video, was ihr liebt, und zwar ein Aufgebraucht. Ich habe fleißig Müll gesammelt, wirklich viel Müll, der unbedingt weg muss. Und deswegen habe ich hier eine Mülltüte und hier eine Tüte mit meinem Müll. Und jetzt fülle ich das gleich endlich um und freue mich, dass ich die Sachen endlich entsorgen kann. Und mein letztes Aufgebraucht ist, glaube ich, jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Ich habe es euch auf jeden Fall hier nochmal verlinkt. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Und ich würde mich jetzt schon mal sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren. Und falls du neu hier gelandet bist, lasst mir gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, wir starten. Ja, ich habe die Tüte unten gelassen, sonst raschelt es wahrscheinlich zu doll. Was ich wieder aufgebraucht habe, ist hier von Domol das Wäscheparfüm. Davon gibt es zwei Varianten, einmal den Bärentraum und noch das andere. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Ich glaube, es ist Frühlingsfrisch. Naja, auf jeden Fall mag ich beide und die sind auch oft vergriffen. Deswegen nehme ich immer das, was da ist. Und ich packe davon immer so einen Spritzer noch rein in den Weichspüler und das funktioniert sehr, sehr gut, dass die Wäsche danach schön riecht. Ja, deswegen kann ich euch das sehr empfehlen. Also ich kaufe das immer wieder nach. Dann habe ich auch hier aufgebraucht meinen Lieblingsweichspüler. Das ist der von Vernelle Naturals. Der ist vegan und ich mag den unglaublich gerne. Der hat diesen langen Süßgrasduft. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, der riecht gar nicht so stark. Deswegen nehme ich auch gerne noch ein paar Tropfen von dem Wäscheparfüm. Aber der ist halt auf 99% natürliche Inhaltsstoffe und ja, ansonsten nehme ich auch gerne die Weichspüler von Frosch, aber in letzter Zeit habe ich immer diesen hier geholt, weil ich den halt sehr gut finde. Und ja, mein Freund hasst Weichspüler. Ich mag schon gerne, gerade bei Handtüchern. Und deswegen habe ich den jetzt immer nachgekauft und ich finde den ganz gut. Da gab es auch mal einen anderen Duft von, aber den haben sie leider nicht mehr. Deswegen hole ich immer diesen. Dann habe ich aufgebraucht mein Lieblingshaarspray und das ist dieses hier von Sires, das Ceramid Komplex Haarspray und das kaufe ich mir immer wieder nach. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Ich finde, das gibt eine gute Haltbarkeit und verklebt die Haare nicht zu sehr, lässt sich gut ausbürsten und also ich mag das. Ich mag auch den Duft von dem, wenn man das so sagen kann, aber ich verwende das wirklich sehr, sehr, sehr gerne und kaufe das immer wieder nach. Ich habe auch ein paar Mal schon das Goldene von denen getestet. Das finde ich zum Beispiel auch sehr gut. Dann habe ich aufgebraucht und zwar von Frosch diesen Fettlöser oder Fettentferner Grapefruit. Liebe ich. Ich liebe die Produkte von Frosch. Ich kaufe die immer wieder nach, weil die halt bio sind und vegan und einfach auch auf natürlichen Inhaltsstoffen basieren, also nicht schlecht sind für die Umwelt. Und alle meine Haushaltsprodukte oder alle meine Reinigungsprodukte sind immer von Frosch. Und ich kaufe das immer wieder nach und ich liebe den. Bei vielen Sachen haben die jetzt auch schon Nachfüllpacks, bei dem leider noch nicht. Ich hoffe, dass es auch bald kommt, aber zum Beispiel bei dem Zitrusreiniger, da kann man auch das Nachfüllpack jetzt schon kaufen. Dann braucht man nicht immer eine neue Flasche sich holen. Das Geilste wäre allerdings, man hätte irgendwelche Stationen, wo man das einfach auffüllen kann. Das ist irgendwann mal mein Traum, dass das irgendwann mal so ist, dass man einfach hingeht und das auffüllt und die Flasche nutzt man so lange, bis sie auseinanderfällt, aber soweit ist Deutschland leider noch nicht. Dann habe ich aufgebraucht, da ist wobei noch ein ganz bisschen drin, und zwar das Silbershampoo von Swiss Opar. Mag ich sehr gerne, habe ich früher, wo ich blondierte Haare hatte, immer benutzt und das gibt einfach den Haaren, sorgt dafür, dass sie keinen Gelbstich bekommen und das funktioniert sehr, sehr gut. Hier ist noch ein bisschen drin, ich glaube, das werde ich sogar noch mal zur Seite stellen für eine Anwendung, weil damit kann man auf jeden Fall den Haaren den Gelbstich wegnehmen und ja, ich benutze das halt am meisten für meine Perücken und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Dann habe ich aufgebraucht von Isanamed das Akutpflegeserum Urea. Ihr wisst, ich liebe dieses Serum, habe ich auch schon gefühlt 10.000 Mal nachgekauft. Die hatten auch noch ein anderes Serum, das ist leider rausgegangen, wobei ich sehr traurig bin, weil ich das gerne mit meinem Retinol gemischt habe. Aber das kann man auch gut damit mischen. Könnt ihr auch für die Körperpflege verwenden und
Ich habe jetzt von Isana diese Pure Pflegeserie entdeckt, deswegen werde ich mir das jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr nachkaufen. Aber falls es die irgendwann mal nicht mehr gibt oder die ausläuft oder so, das ist ja immer in der Drogerie, dann würde ich das auf jeden Fall wieder nachkaufen, weil ich finde, das zieht schön ein, ist nicht zu speckig und ich mag das unglaublich gerne. Dann habe ich was aufgebraucht und zwar habe ich das von meiner Mama bekommen. Es gibt diese Influencer-Marke, glaube ich, ist es Salt, und da hatte sie mir einen Gutschein geschenkt und ich habe mir hier dieses Golden Wave Hydration Toner geholt. Mochte ich sehr gerne, war wirklich sehr feuchtigkeitsspendend, ist aber auch recht teuer. Also ich glaube, der kostete 20 oder 16 Euro. Ich habe mir das jetzt auch nur geholt, weil ich den Gutschein hatte. Generell war es okay, aber es war jetzt nicht irgendwie ein großer Unterschied zu Drogeriesachen. Deswegen, ich bin ja eher so eine Person, die lieber Drogeriesachen holt, weil ich jederzeit dorthin gehen kann und das kaufen kann und ich das extra bestellen muss. Also ich fand es gut, aber bei mir ist es einfach so, ich habe keine Lust, das zu bestellen und mir war es ein bisschen zu teuer. Deswegen werde ich es nicht nachkaufen, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und meine Schwestern und meine Mutter schwören da drauf. Also die haben alles von dieser Serie und deren Haut sieht top aus. Dann habe ich aufgebraucht, das seht ihr andauernd bei mir, und zwar ist das von L'Oreal Elvital, das Anti-Haarwuchs-Shampoo. Ihr wisst, das benutze ich für meine Extensions, für meine Perücken und das pflegt die gut und macht die schön weich, und das ist so ein Trick, den mir vor ein paar Jahren mein Händler empfohlen hat und der funktioniert wirklich. Deswegen, also ich hole das immer wieder nach und ich mag es unglaublich gerne. Dann habe ich aufgebraucht von Isana die Volume & Serenade Shampoo und Spülung. War okay. War wirklich nicht schlecht, aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Es hat mir jetzt nicht umgehauen. Ich habe jetzt eine andere Isana Shampoo entdeckt für mich, was bei meinen Haaren gut funktioniert. Und das war jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nichts Besonderes. Aber probiert es aus, kostet nicht viel. Ja, aber ich würde es mir jetzt nicht nachkaufen. Dann eine Sache, die ich immer wieder nachkaufe und die ich liebe, ist von Gliskur. Und zwar ist es die Express Repair Spülkur, die nehme ich schon gefühlt seit 20 Jahren, also seitdem ich 10 Jahre alt bin. Und ich liebe die, also die pflegt, die repariert, ja. Also ich kaufe es immer nach, weil es einfach so ein Klassiker ist, der für mich einfach gut funktioniert. Und ich nehme es für meine Perücken, ich nehme es für meine Extensions, ich nehme es für meine echten Haare und es funktioniert. Es macht die Haare kämmbar, es pflegt sie gut und man kann es auch drin lassen. Und ja, ich mag die unglaublich gerne. Dann hatte ich auch eine andere Spülung aufgebraucht von Isana Professional. Und zwar war das die Traumhaft Langspülung. Fand ich nicht gut, würde ich mir auch nicht nachkaufen. Also soll ich sagen, war einfach eine Spülung. Ich habe es aufgebraucht, aber ich würde es mir jetzt nochmal nachkaufen. Nee. Dann habe ich auch aufgebraucht von Isana Man die Waschcreme. Die habe ich sehr lange benutzt. Ich habe auch noch eine volle sogar da. Aktuell habe ich die Waschcreme oder den Waschschaum von Isana Pure und der ist so toll, dass ich das andere noch nicht angefangen habe. Aber ich habe die gerne benutzt. Die hatte so einen herben Geruch, aber ich mochte die, weil die halt sensitiv war und für empfindliche Haut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe die Isana Pure Reihe. Vielleicht sollte ich dazu auch noch mal ein Video machen. Wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber das finde ich so toll, dass ich die anderen noch gar nicht angefangen habe. Dann habe ich aufgebraucht von Elmex meine Zahnpasta, die ich immer verwende, weil ich ja auch teilweise so ein bisschen freiliegende Zahnhälse habe. Und diese Zahncreme verstopft von den Zähnen so diese Poren, wodurch man nicht mehr so kälte- und wärmeempfindlich ist. Probiert es auf jeden Fall mal aus, weil mir hat das damals meine Zahnärztin empfohlen und das ist wirklich top. Und deswegen kaufe ich die halt immer wieder nach, weil sie gut funktioniert. Dann habe ich aufgebraucht 2 Nagellackentferner. Ich habe immer 2 Stück da. Einmal mit Aceton für meine Fußnägel, weil ja, die mache ich ja selber, die Pediküre. Und ich finde, damit lässt sich der Nagellack immer so ein bisschen leichter entfernen. Und dann habe ich aber auch ohne Aceton für meine Gelnägel, weil da solltet ihr nicht mit Aceton arbeiten. Und ja, deswegen kaufe ich immer diese. Ja, die sind beide von, So haben wir es jetzt. Einer ist hier von DM und einer ist von Rossmann. Meine neuen habe ich jetzt bei Rossmann gekauft.
Dann habe ich aufgebraucht von Procodent diese Interdental-Bürstchen. Also damit kann man so die Zwischenräume bei den Zähnen reinigen. Und da muss ich immer die Größe 2,5 mm nehmen. Und ich putze mir die Zähne, danach nehme ich danach nehme ich Zahnseide. Und ja, ich mag die ganz gerne. Hatte mir meine Zahnärztin damals empfohlen und seit vielen Jahren reinige ich damit schon meine Zähne, also die Zwischenräume, und es tut denen wohl ganz gut. Dann hier zweimal aufgebraucht, das seht ihr auch in jedem meiner Aufgebraucht-Videos, habe ich dieses pflegendes Reinigungsöl. Ihr wisst, ich liebe das zum Abschminken. Ich schminke mich nur damit ab und danach wasche ich noch mein Gesicht mit dem aktuell Isana Pure Waschschaum. Und es holt alles runter, es reinigt, es ist leicht, ich kann es aufs trockene Make-up auftragen und ja, deswegen, ich kaufe das immer wieder nach und ich hoffe, das bleibt für immer im Sortiment bei Rossmann. Dann habe ich hier aufgebraucht von The Ordinary einmal das Einmal das Niacinamide. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist ja sehr gut so gegen Hautunreinheiten etc. Und einmal hier auch noch das Ascorbinacid. Das ist halt ein Vitamin-C-Serum. Ich muss dazu sagen, dass ich merke, dass meine Haut das nicht mehr so gerne mag. Also ich habe früher wirklich sehr viel Hautpflege aufgetragen, was um die Augen, Hyaluron, Vitamin C, darüber dann halt mein Sonnenschutz, und meine Haut hat dann irgendwann angefangen komplett zu rebellieren. Und jetzt ist es so, je weniger, desto besser. Also aktuell ist es so, ich wasche mein Gesicht morgens mit dem Waschschaum. Danach trage ich ein bisschen Hyaluron um die Augen auf. Danach kommt Sonnenschutz drauf, das war's. Weil ich einfach merke, dass meine Haut das nicht mag und auch mein Make-up sah einfach nicht toll aus. Und je weniger ich verwende, umso besser geht es meiner Haut. Also ich kriege keine Pickelchen mehr und meine Haut sieht auch jetzt wieder frischer aus und besser. Deswegen habe ich einfach festgestellt, viel hilft nicht immer viel, sondern, Gott, sagt man das so? Ja. Weniger ist manchmal mehr, und seitdem ich jetzt einfach nur so ein bisschen Hyaluron auftrage und danach, also es reicht eigentlich auch schon, wenn ihr morgens einfach ein Gesichtswasser nehmt. Das mache ich halt auch oft, dass ich einfach nur ein schönes Gesichtswasser nehme mit einem Wattepad oder mit meinen Händen. Danach kommt mein Sonnenschutz und das war's. Das Wichtigste ist sowieso Sonnenschutz, denn das Einzige, was die Haut altert, ist halt die Sonne, und deswegen würde ich empfehlen, auf jeden Fall Sonnenschutz, darauf nicht verzichten. Viele Sonnenschützer haben ja auch schon pflegende Inhaltsstoffe, deswegen braucht man gar nicht so viel davor. Deswegen bin ich jetzt weggegangen von diesem Schichten und würde mir das jetzt nicht mehr nachkaufen, aber ich liebe The Ordinary, weil The Ordinary kriegt man für einen günstigen Preis, und das, was da drin ist, funktioniert halt auch. Und ich verwende auch weiterhin das Retinol von denen. Das ist allerdings halt abends, und genau. Also das Wichtigste ist eigentlich nur morgens Sonnenschutz und abends Retinol, und dann seid ihr gut ausgestattet. Mehr braucht ihr eigentlich nicht. Vielleicht noch ein bisschen Hyaluron, aber das war's. Das also dann zur Hautpflege. Dann habe ich noch aufgebraucht von Procodent diese Black Violin mit Aktivtole Zahnpasta, die nehme ich gerne ab und zu mal, um so ein bisschen meine Zähne ein bisschen weißer erscheinen zu lassen, ein bisschen aufzufrischen. Und meistens nehme ich das, wenn ich zum Beispiel abends irgendwie weggehe oder so, kaufe ich auch immer wieder nach. Dann habe ich aufgebraucht ein Nahrungsergänzungsmittel, und zwar D3 und K2 für Knochen- und Immunsystem. Ich mag das ganz gerne. Ist so ein Öl, schmeckt manchmal ein bisschen komisch, aber ja, mich stört das jetzt nicht. Davon nehme ich auf jeden Fall täglich 2-3 Tropfen. Sollte jeder machen, weil wir hier in Deutschland alle irgendwie einen Vitamin D3-Mangel haben, und mit K2 kann der Körper es besser aufnehmen. Und ja, ich kaufe das jetzt von Alpha Farm, weil ja, man bekommt es für einen recht günstigen Preis, und da ist jetzt auch nicht so viel Scheiße mit drin. Deswegen mag ich das ganz gerne. Gott, was war das für ein Ausdruck? Dann habe ich aufgebraucht
von Essence. Und zwar sind es hier die Camouflage Concealer. Die mag ich sehr gerne. Da habe ich einmal die Farbe, kann ich nicht mehr lesen. Ich glaube, es war 10 und dann 26 aufgebraucht. Habe ich auch eine Zeit lang nur als Make-up verwendet. Das funktioniert auch recht gut und würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht, sieht man hier gar nicht mehr, meine Augentropfen. Das sind die gibt es bei Rossmann und bei DM gegen gereizt und gerötete Augen, weil meine Augen sind halt leider immer so ein bisschen empfindlich in den letzten Jahren geworden und gerade wenn ich Make-up trage oder so, werden sie manchmal schnell rot und so kann ich die so ein bisschen lindern, ein bisschen Feuchtigkeit geben und auch für Kontaktlinsenträger sehr gut geeignet. Ich meine, das muss ich ja Gott sei Dank nicht mehr, weil ich meine Augen habe lasern lassen, aber... Und wir kommen zu den letzten beiden Produkten und dann haben wir es geschafft. Und zwar habe ich einmal hier diese Bio-Wattepads von Isana aufgebraucht. Kaufe ich immer wieder nach. Und mein Deo, was ich verwende, und zwar von CL, den Deo Kristall. Und ich liebe das, weil das mich einfach nicht schwitzen lässt. Seid ohne Parfüm und Alkohol, Parabene etc. Darüber nehme ich noch eins. Ist das auch von CD, glaube ich. Noch so ein Stick packe ich da drüber. Aber das ist auf jeden Fall mein Deo und darauf schwöre ich. Und das verwende ich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, meine süßen Mäuse, das war dann also mein Aufgebraucht. Und wie schon gesagt, ich drehe auch gerade einen Vlog. Der kommt, denke ich mal, dann nächste Woche online. Ich kann heute nicht sprechen. Auf jeden Fall drehe ich einen Vlog, der kommt dann nächste Woche online und ich war ja gerade im Urlaub und konnte mich da ein bisschen erholen und mein Ziel ist es jetzt wieder auf jeden Fall wöchentlich, dass wöchentlich ein Video online geht und ich habe euch mal mein anderes Social Media unten in der Infobox markiert. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auch da folgt, gerade Instagram, aber auch mein TikTok oder Twitter etc. Und ich versuche alles jetzt so ein bisschen wieder aufleben zu lassen, ein bisschen aktiver zu sein, weil es mir immer noch Spaß macht, obwohl ich ehrlich sagen muss, ich hätte überlegt, mit allem aufzuhören. Aber ich merke jetzt gerade, wo ich noch ein bisschen erholt bin, geht es mir ein bisschen besser und dann kann ich auch wieder loslegen. Und ihr wisst, ich liebe euch und ich liebe YouTube. Deswegen vielen Dank für euren Support, liebe Nachrichten, Kommentare, immer was ich von euch bekomme. Und schreibt mir mal in die Kommentare, welche der Produkte ihr auch feiert. Vielleicht habt ihr ja auch eine Empfehlung für mich bei anderen Produkten. Und ich freue mich sehr auf unseren Austausch. Und vergesst nicht den Daumen nach oben, Abo, Glocke, ganz wichtig, gerade für den Algorithmus. Und wir sehen uns ganz schnell im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann.